jetzt geht es um Jenny. Warum stehe ich hier? Weil ich euch daran erinnern will, dass wir vor 1-2 Monaten den ersten Teil dieses Videos geladen haben und da war Jenny klassisch, hat aquarelliert, hat skizziert, hat gezeichnet und jetzt kommt plötzlich Acrylfarbe und ein breiter Strich und fette Farben. Deswegen dieser zweite Teil, ganz anders als der erste Teil. Freut euch drauf, viel Spaß mit Jenny, euer Sebastian. Das klassische Urban Sketching mit Vorzeichnung, Perspektive und Vereinfachung, allem was dazugehört. Und dann passiert Folgendes. Was hat diese Veränderung, ich sage mal, in eine Farbe, eine starke Beschränkung, eine Flächigkeit, die sich hier auch schon andeutet, die noch stärker werden wird? Wie kommt so ein Schritt zustande? Was passiert da mit einem? Das war in Portugal nach dem Urban Sketchers Symposium in Porto. Und wenn man irgendwie mehrere Tage, 8 Stunden am Tag Aquarellskizzen macht, ist bei mir so eine gewisse Müdigkeit aufgekommen. Also ich konnte meinen eigenen Farbkasten zu dem Zeitpunkt nicht mehr sehen und ich hatte dann in meiner Federmappe einen kleinen Acrylmarker liegen. Dann habe ich gesagt, so, okay, ich mache jetzt einfach schnelle Skizzen mit diesem Acrylmarker und gucke, was dabei rauskommt. Ich kombiniere das auch beide Techniken und versuche da eben diesen malerischen, auch grafischen Effekt, den man durch diese Farbflächen hat, diesen Aquarell zu kombinieren. Gut, das war wie gesagt leichte Kost für den Anfang, wir werden das noch ein bisschen vertiefen. Auch hier wieder Vereinfachung, auch hier wieder große Flächen. Die Wirkung entsteht natürlich ganz klar aus diesen großen Flächen. Also du spielst auch mit den Kontrasten hier ganz stark. Ne? Kontrast ist wichtig für die Technik, würde ich mal sagen. Genau, also man hat halt einen Kontrast durch eben das Flächige und dann die Linien, die das ergänzen. Man hat halt auch so einen Kontrast von Information teilweise. Ich spiele da viel mit so Negativräumen. Ich finde, das funktioniert einfach sehr gut mit dieser Technik. Ich würde dir zustimmen. Ich bin total begeistert von dieser Jenny. Nicht, dass ich die andere nicht zu schätzen wüsste, aber diese Jenny hat mich echt, ohne zu übertreiben, vom Hocker gehauen. Und hier hatte ich den Eindruck, ich habe zum ersten Mal was gefunden, was einen eigenen Stil so ein bisschen ausbildet. Ist das dir auch so gegangen? Hast du die ersten 3, 4 Sachen dann gesehen und hast gesagt, oh, da habe ich was gefunden, was irgendwie cool ist? Ja, das habe ich schon gemerkt, dass ich was gefunden habe, was wirklich neu für mich ist. Und ich hatte auch das Gefühl, alles, was ich irgendwie online oder in vielen anderen Skizzenbüchern gesehen habe, war halt das Gleiche, weil irgendwie dieser Standardanspruch ist, okay, wir malen mit Aquarell und Fineliner und Stiften. Und allein diese einheitliche Materialität führt halt automatisch auch zu ähnlichen Ergebnissen. Ja, das hast du schön gesagt. Was ich so rasend schön hier dran finde, ist, es ist super kitschig. Es könnte Spitzweg sein für die von euch, denen das noch was sagt. Dieses junge, gerade verliebte Mädchen, das da in der Ecke im Erlanger Teehaus sitzt am 7.6.2019 und wartet auf ihren Freund. Und es ist nicht kitschig, trotzdem. Es ist nicht kitschig. Ich glaube, darum ging es halt. Also, dass ich mir diesen Stift genommen habe und sage, okay, diese Farbe gefällt mir nicht mal selbst. Und was kann ich damit machen? Diese Farbe gefällt ihr nicht mal selbst und was kann sie damit machen? Wunderbar. Und jetzt kommen andere Farben dazu. Es ist also nicht mehr nur flächig blau, sondern sie probiert jetzt mit rosa. Dieses Bild ist ein klassischer Happy Accident, sag ich mal. Ich hatte tatsächlich eine Tube Acrylfarbe dabei, wirklich so eine kleine klassische Tube Acrylfarbe und dachte so, ja, ich grundiere hier vielleicht mal was. Und die war aber so halb verstopft und was passiert ist, ist halt natürlich, ich mache diese Tube auf und drücke natürlich umher und was passiert, ich habe halt so einen riesigen Blob Farbe einfach auf der Seite. Irgendwo hier. Und ich war unterwegs, ich hatte diese Farbe überall auf meiner Hose, auf meinen Händen und war so, Mist, was mache ich jetzt? Und dann habe ich tatsächlich einfach meine Hand genommen, die schon total dreckig war und habe hier einmal so drüber geschmiert und das in ein Taschentuch und war so, okay, das ist jetzt die Situation, die ich hier habe und jetzt muss ich mit diesem riesen Fleck irgendwie umgehen. Und habe das erstmal trocknen lassen und war dann in Amsterdam, haben wir an der Gracht gesessen, während des Symposiums auch. Und es war halt eine wunderschöne Abendstimmung und ich dachte eigentlich, habe das so gegengehalten und dachte so, das passt
passt eigentlich. Also wie das hier sich zerfasert, das passt mit dieser Flucht. Wenn ich da noch ein bisschen was dazu mache, das kann ich irgendwie als Reflexion hier verkaufen. Das ist doch Wasser. Und dachte, okay, ich spiele einfach mit dieser Situation, die ich hier habe und gehe eben selber mit der Farbe nochmal rein, versuche Sachen rauszubringen. Es ist hier schon eine maximale Vereinfachung. Und wenn man das so macht, dann muss man, glaube ich, sich vorher schon klar sein, wo man den Schwerpunkt im Bild legt. Ne? Die ist ja nicht die ganze Zeit da gestanden und hat die Kamera so gehalten. Genau. Aber manchmal ergibt sich das auch. Also ich stelle mich auch bewusst auf die Straße und sage auch, okay, das war jetzt zum Beispiel eine Situation, wo ich mit anderen Zeichnern unterwegs war und wir haben gesagt, okay, wir ziehen jetzt los mit unseren Fahrrädern in Amsterdam und wir halten jetzt an diesem Platz und wir zeichnen 10 Minuten und dann geht's weiter. Also wir hatten uns wirklich eine Zeitgrenze gesetzt und wenn ich unter so viel Druck stehe, dann bin ich tatsächlich so, gucke ich mir aus, okay, das mache ich, okay, das ist der Stift, ich fange an. Und dann fange ich irgendwo an, vielleicht an dem Punkt, der mich am meisten interessiert. Ich glaube, da habe ich tatsächlich angefangen, diese Schilder von den Geschäften, die so sehr lang an der Seite der Gebäude hingen, zu zeichnen. Und dann wächst die Zeichnung von so einem Punkt aus. Ja? Dann hangel ich mich an den Konturen der Gebäude entlang und dann merke ich, okay, hier hat man wirklich so einen Punkt von hier ist es relativ dunkel und dann ist dann der Wagen da stehen geblieben, den baue ich dann ein und dann merke ich, okay, da kommt jetzt eine Touristin und macht ein Foto. Dann kommt die schnell dazu. Also es ist wirklich vieles in der Situation heraus und wenn ich die Zeichnung irgendwie 5 Minuten später angefangen hätte, hätte die vielleicht auch ganz anders ausgesehen. So, da tauchen wir jetzt wieder ein. Ich habe das auch rausgeholt, weil es mal ein bisschen größeres Format ist. Da hast du dich rangetastet, aber jetzt wird es dann eigentlich, ich sage jetzt nicht immer wilder, aber es kommen immer mehr Farben dazu. Es ist hier jetzt ein Grün aufgetaucht, das Rosa ist immer noch, das Blau ist immer noch da, aber von den Farben her experimentierst du jetzt mehr. Naja, wie gesagt, am Anfang habe ich halt mit 1 oder 2 Farben angefangen und wie jeder Zeichner, der einen Kunstbedarfsladen betritt, kann ich halt nicht an mich halten und habe dann natürlich mehr Farben noch dazu gekauft. Eigentlich geht es hier auch nicht um Birgits Garten, wie da unten steht, sondern es geht eigentlich um Birgits Weber-Grill, der da steht im Garten. Und was ich besonders schick finde, das muss ich euch mal zeigen. Also erstmal seht ihr so eigentlich nur dieses Gespratzel, was hier passiert. Also das ist ja nicht einfach nur Fläche, sondern da wird gerieben, gedrückt, gespritzt, was weiß ich alles, was man so machen kann mit Farben. Und dann guckt euch bitte mal den Schatten auf diesen Grill an, welche Marke auch immer. Das hat mich fasziniert. Das ist da irgendwie so trocken mit dem Finger drüber gerieben oder wie immer das passiert ist. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich mit dem Marker aufgetragen, relativ flüssige Farbe und weil es halt ein runder Grill ist, wo sich eben der Schatten so sanft drumherum windet, sag ich mal, habe ich das eben einfach gerieben, um da so ein bisschen softeren Übergang zu kriegen. Ja. Das geht eigentlich immer weiter. Mich hat auch das hier fasziniert. Da wird jetzt die Deckfarbe und der Acrylmarker wieder mit Deckweiß überstrichen, damit er ein bisschen zurückgeht, damit dieser wunderbare alte Mercedes stärker nach vorne kommt. Mit Perspektive hast du überhaupt kein Problem, das sieht man. Das hat auch was mit deinem Designstudium zu tun, oder? Ja, ich zeichne halt total gern Autos und es kommt definitiv aus meinen Studiumstagen, eben als ich Produktdesign studiert habe an der Uni, die sehr affin war, was Autodesign anging. Ja. Und ja, mich interessiert einfach die Formensprache von Autos, dass gerade bei den Oldtimern, dass die richtige Gesichter haben, richtig Charakter und dass man einfach dadurch, dass man eben diese Formen aufs Papier bringt, dass man dadurch wirklich, ja, dass Leute, die sich wirklich mit Autos auskennen, halt wirklich mir sagen können, okay, das ist der LZ, sonst was. Aber nach wie vor, das Thema ist hier die neue Jenny und ihre Farben und wie sie hier ihr Ding gefunden hat. Das zieht sich eigentlich durch das ganze Buch. Man kann sich das angucken, wo man will. Hier nochmal ein besonders schönes Teil, denn hier ist eine super sonnige Strandszene. Das ist schon verrückt gut. Manchmal auch wieder verkürzt auf einfach nur eine Farbe, passiert immer wieder. Bis hin zu verspielten kleinen Szenen, die aus einem Kinderbuch-Illustration kommen könnten, wie die Dame hier in ihrem, haben wir alle gehabt, Kinderkaufmannsladen.
Naja, das ist die Augsburger Puppenkiste. Das ist die Augsburger Puppenkiste. Das ist im Museum, das sind die Originalfiguren. Das ist ja wunderbar. Und das ist der Laden von Frau Waas. Da haben wir Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer hier drin, richtig? Ja, genau. Ja. Einige von unseren Zuschauern sind ja in meinem biblischen Alter und sind hiermit sozialisiert worden. Andere werden sagen, Jim Knopf und Lukas, was ist das? Gibt es das auf Netflix? Nachtszene. Einige von euch haben das auch schon versucht und sind schon daran gescheitert, dass sie Farben in ihrem Farbkasten nicht mehr richtig gefunden haben, weil Blau plötzlich aussieht wie Grün und Grün wie fast Gelb. Das ist aber eigentlich das Schöne an den Nachtszenen, dass man vielleicht gerade noch erkennen kann, was ist eine dunkle Farbe, was ist eine helle Farbe. Und dann guckt man am nächsten Morgen und hat einfach ein bisschen eine Überraschung. Und selbst, was man da gemacht hat. Jetzt ist natürlich schön, gewinnst dem noch was Schönes ab, dass man tatsächlich morgens dann erstaunt ist, was man aus dem Campari Orange gemacht hat, der da auf dem Tisch stand. Orangensaft. Orangensaft im Asia-Imbiss. Aber auch hier Jenny-Style wieder. Ganz klar Jenny-Style, sehr malerisch, hinten aufgelöst. Ich würde sagen, das ist trotzdem kein Aquarell, aber es könnte Aquarell sein. Das ist halt eine Kombi aus Acrylmarker und Aquarell. Acrylmarker, Aquarell, Acrylmarker, Aquarell. Kombi und natürlich der Stempel muss sein. Ja, bis zu sowas hier, Stadtszenen, die eigentlich dann auch von der Perspektive sogar aufgelöst werden. Also da sieht man zwar, dass Jenny eine gerade Linie ziehen kann, aber wenn man sich anguckt, wie die Häuser gegeneinander verwinkelt sind und wie plötzlich ein Dach nur noch ein Dreieck ist, dann wird einem klar, dass hier natürlich etwas passiert ist mit unserer Industriedesignerin, die gerne auch alte Mercedes malt. Hier noch als Abschluss Palmen, die kann man auch so zeichnen. Und dann last but not least, wieder Strandszenen, auch wieder im Jenny-Style. Das ist durch den Einsatz des Rosa schon Jenny geworden. Auch hier wahrscheinlich wieder dieser wunderbare Stick. Das da? Das ist jetzt schon wieder was anderes. Das ist schon wieder was, Wachsmalkreide. Das ist eine Wachsmalkreide. Eccolo, Wachsmalkreide, Acrylmarker. Acrylfarbe. Acrylfarbe. Direkt. Das hier, das Orange. Acrylmarker. Acrylmarker. Und dieser hellbraune, hellockerfarbene Hintergrund, was haben wir da? Das ist auch wieder ein Acrylmarker. Acrylmarker, also Mixed Media. Oh, und jetzt kommt eine schnelle Fragerunde, Jenny. Ja? Okay. Jetzt kommt eine schnelle Fragerunde. Erste Frage. Schiff. Kurze Frage, kurze Antwort. Was ist zu beachten, um ein Schiff so in die Perspektive zu rutschen, dass es einem wirklich entgegenspringt? Also ich glaube, die meisten Leute haben Probleme damit, Schiffe zu zeichnen, weil sie die Geometrie von Schiffen nicht verstehen. Weil es natürlich, die haben eine Mittelachse und dann haben sie ja eben diese beiden gerundeten Seiten. Und ich glaube, man muss sich einfach klar machen, wie so ein Schiff im Wasser sitzt. Und wirklich auch, wenn man sich unsicher ist an der Stelle, wirklich abmessen mit der klassischen Bleistiftmethode. Der Bug ist an der Stelle so hoch und so breit ist es und da ist die Flucht. Und das einfach durch Messen und wirklich Gegenprüfen versuchen, als geometrischen Körper, der es ja ist, zu erfassen. Gut, das war eine prima Antwort. Zweite Frage. Farbklima, das hatten wir ja schon am Anfang mal, da deutest du ja schon an, dass du auch im Aquarell früher schon Aquarell eigentlich gelernt hast, indem du deinen Farbkasten stark begrenzt hast, wenige Farben. Was empfiehlst du, um das perfekte Farbklima für eine Seite zu finden, außer dass man weniger Farben benutzen sollte? Ich mache mir immer so Harmonien klar und das war halt ein total sonniger, schöner Tag in dem Zimmer und ich dachte, ich will diese Wärme rüberbringen und dann ist mir schon klar, okay, ich will mit einem warmen Farbschema arbeiten und dann habe ich eben gedacht, okay, mit einer Farbe komme ich an der Stelle nicht hin. Ich nehme eben dieses helle Aprikot und ein bisschen dunkleres Rosa und versuche damit eben meine ganze Kontrastwelt auszuloten. Und ich habe aber dieses warme Farbschema, das eben diesen sonnigen Tag rüberbringt. Vorher überlegt? Ja. Ja, okay. Bäume sind ein sehr beliebtes Thema. Wenn es um Bäume geht, was würdest du Menschen empfehlen, die im Wald stehen oder vor einem Baum stehen? Was ist das Erste und Wichtigste, was man verstehen muss? Ich glaube, da gibt es auch oft die Schwierigkeit, dass Leute ein Bild von einem Baum im Kopf haben und eher das zeichnen, was sie wissen, als das, was sie sehen. Und Bäume sind total individuell, je nach Sorte. Und ich glaube auch wirklich einfach
versuchen zu gucken und das zu zeichnen, was man sieht, als wirklich aus dem Also was ihr Kopf. auf der Netzhaut habt und nicht, was ihr glaubt, im Kopf gelernt zu haben. Ja. Bahnhofsszene, würde ich mal sagen. Ja, der Bahnhof in Thale im Harz. Farbklima bei Jenny. Das lebt durchs Weglassen, klar. Hier ist ganz viel weggelassen, was da wahrscheinlich da war. Woran bemisst du, was du weglässt und was dir wichtig ist, was du sozusagen betonst oder überhaupt aufs Bild nimmst? Ich überlege mir genau, was ist eigentlich das Thema meines Bildes? Ne? Was interessiert mich daran? Und alles das, was mich interessiert, das zeichne ich. Und das, was mich nicht interessiert oder was dem Bild nicht hilft, versuche ich wegzulassen. Das ist natürlich eine total schwierige Frage, die ich mir manchmal auch selber nicht beantworten kann, aber das probiere ich zumindest. Ist eine total schwierige Frage, wissen viele, die uns zuschauen, ist aber eine super Antwort. Geschichten erzählen mit Bildern. Also das ist ja so vom Aufbau, auch wenn es jetzt im Jenny-Style ist, aber es hat ja fast was Comic-mäßiges hier, ja, so ein bisschen. Und es erzählt irgendwie, für mich jedenfalls, wenn ich das anschaue, eine Geschichte. Soll es das? Ist das so gedacht gewesen oder hast du einfach Bilder aneinandergereiht? Das ist im Prinzip die Geschichte eines Stadtspaziergangs, wenn man so will. Okay. Ne? Gibt es irgendwie, wo du gesagt hast, da muss jetzt noch ein Boot oder das muss jetzt dunkel, weil das andere hell ist? Also sind die irgendwie aufeinander abgestimmt oder hast du einfach gezeichnet, wie es kam? Nee, das ist 1, 2, 3 und das hat sich so nach und nach entwickelt. Reiner Zufall. Genau. Okay, beantwortet. Nächste. Also hat mich fasziniert, muss ich auch wieder näher ins Bild halten, weil hier so viel passiert. Wir alle wissen, dass ein großes Problem oder ein großes Thema ist das Aufhören. Ja, da bin ich auch selber gescheitert. Da hätte ich früher aufhören sollen, Okay, glaube ich. das wollte ich dich genau fragen. Ja. Würdest du sagen, Menschen gehören zu deinen Lieblingsmotiven? Mir ist nämlich aufgefallen, man sieht sie manchmal, aber sie bevölkern mehr so die Szene. Ich habe eigentlich früher angefangen mit Menschenzeichnen. Also als Teenager habe ich nur Porträts gemacht. Und bin dann eben über das Studium eher zu den Gegenständen und dann zu den Autos und dann zu den Straßenszenerien gekommen. Ich zeichne aber Menschen eigentlich ganz gerne. Okay. Sketchwalk, hier endet das Gespräch mit Jenny Adam. Hier ist auch dann witzigerweise genau die Wasserscheide zwischen der alten Jenny aus den 2018er Jahren, schon mittlerweile fast eine Dekade wieder her, wo sie der klassische Sketcher war, von dem sie selbst gesagt hat, dass er aufpassen muss, dass er nicht in dieser Aquarell-Feinliner-Welt stecken bleibt und wo der Schritt gekommen ist hin zu neuem Material, ein bisschen einer anderen Sichtweise, die mit dem Material auch kam, mehr Kontraste, später kommt die Farbe noch dazu, ein neues Medium, der Acrylmarker, den sie hier entdeckt hat und damit ein Schritt aus der, sag ich mal, relativ kleinteiligen, malerisch skizzenhaften Welt in diese, ja, fast eher dekorative, holzschnitzeartige Welt, wo viel ausgespart ist und trotzdem viel Platz ist für Realismus und Fantasie zusammen. Wir sind durch. Es hat uns viel Spaß gemacht. Also mir hat es viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht mit uns. Wir verabschieden uns mit Jennys Lieblingstools, den klappernden Acrylmarkern. Die haben besseren Sound. Ja. Die haben besseren Sound, haben Ja. Sie wirklich, ja. Vielen wunderschönen Skizzenbüchern. Bis zum nächsten Mal. Jenny und Sebastian.